Globale Klimaerwärmung, Wirtschaftskrisen, die alternde Bevölkerung. Nur 3 Beispiele für aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen. Um sie zu meistern, braucht es innovative Lösungsansätze, die am Ende allen Akteuren auf der ökonomischen Bühne zur Verfügung gestellt werden, mit dem Ziel, das Wirtschaftswachstum zu fördern. Die Politik fördert Forschung und Entwicklung zur Lösung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Aber welchen Effekt hat diese Förderung tatsächlich auf Produktivität, Wirtschaftswachstum und Wohlstand? Die Messung der Effektivität dieser Förderung auf gesamtwirtschaftlicher Ebene ist eine Herausforderung für die ökonomische Analyse. Daran arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Europa im EU-Förderprojekt FRAME zusammen. Am Mannheimer Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung trafen sie sich mit Experten aus Wissenschaft, Praxis und Politik zum Austausch von Zwischenergebnissen über den Einfluss von Innovationsförderung auf die Wirtschaft. Die Partner: die Bocconi-Universität in Mailand, die London Business School, das Center for Economic Policy Research in London, die Pompeu Fabra-Universität in Barcelona und die Universität Lund. Das Projekt wird von der Fraunhofer Gesellschaft substanziell mit Expertise und Daten unterstützt. Die Projektkoordination liegt bei Georg Licht vom ZEW. Up to now, capturing public R&D in those macro models, which are used by policymakers for projections of how many resources they should invest. Those type of macro models are still at a very early stage. And so there is an urgent need for having more information about channels, public R&D translate into innovation, and also to rationalize some of these policy goals, but also for concrete planning of which type of measures might be more important, more efficient than others. Die Experten diskutierten unterschiedliche Ansätze, um die Auswirkungen der vielfältigen öffentlichen Innovationspolitik auf die Innovationen von Unternehmen einzuschätzen. Als Beispiel diente zum einen eine Analyse aus Frankreich. Sie zeigte, wie sich die steuerliche F&E-Förderung für Firmen auf Innovationen auswirkt. Zum anderen verdeutlichte eine weitere Präsentation den positiven Einfluss der gemeinsamen Forschung von Fraunhofer-Instituten und Unternehmen auf die weitere Entwicklung der Unternehmen. Wie können diese Ansätze auf makroökonomischer Ebene gespiegelt werden? Um auf diese Frage eine Antwort zu finden, fördert die Europäische Kommission eine Vielzahl von Projekten, darunter FRAME. Eine Diskussion, die auch zur Konferenz eingeladene Gäste aus Politik und Verwaltung interessiert verfolgten. Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger sollen am Ende des Projekts Werkzeuge für eine effiziente Innovationspolitik an die Hand bekommen. Der Austausch in diesem frühen Stadium des Projekts setzt bereits Impulse. The work that is done in such a project, in particular in the context of like European partner countries, is extremely helpful because there's a lot to learn from innovation policies in other countries. For example, this morning we had a presentation on tax policies supporting R&D in small and medium-sized firms. And this is one measure that is going to be introduced in Germany according to the Coalition Treaty. So actually we use the advice we get from such projects through the ZEW and to enter into our policy recommendations how to design these programs. In der Sache rangen die Wissenschaftler intensiv um die Ausgestaltung von Modellen, die die wirtschaftlichen Zusammenhänge mathematisch darstellen, die Gewichtung von Einflussgrößen, die Auswahl der relevanten Erfolgsfaktoren. Eine dichte Arbeitsatmosphäre, die den wissenschaftlichen Diskurs fördert. Every time that we see each other, we make the collaborations much more productive. It's much better than talking through Skype or over the phone. We are able to really look into each other's eyes and see where we're going and share our confidence and our insecurity. So it is very, very helpful. The things that are being presented here are pretty new, so I don't think many of them would be already on the internet or in the journals. But also
if you just read it, it's very hard to understand all the details. And here you can actually interact with people. You can ask them questions on the presentation. You can talk to them in the coffee breaks. And that way you learn a lot more than if you would just be reading it on the internet. Frame ist mit anderen EU-Projekten wie Easy Growth, Monroe und E3U gut vernetzt. Eine breite wissenschaftliche Grundlage, um am Ende der Politik neue Strategien anbieten zu können. I think that this project financed by the European Commission like Frame or Easy Growth are very important and can be very relevant because they can give insight or result on which policymaker can frame or develop new type of policy which in turn they could apply, so impact also the life of European citizens. Im Panel diskutierten die Ökonomen gemeinsam mit externen Experten des Fraunhofer-Instituts, der Europäischen Kommission und der Europäischen Zentralbank die grundsätzlichen Vor- und Nachteile unterschiedlicher Formen staatlicher Förderung von Innovationen sowie F&E. Eine Erkenntnis: Bis heute gibt es keine ideale Empfehlung, kein perfektes Modell für die Politik zur Innovationsförderung. Unter anderem ging es in der Diskussion auch um den Unterschied und den Grad des Einflusses von privater ebenso wie öffentlich geförderter Forschung und Entwicklung auf das Wirtschaftswachstum. ZEW is actually working on looking at more detail into the what we call the knowledge production process. So far, this is a quite abstract configuration in endogenous growth models, where we don't know very well how, especially public and private research are working together in these knowledge production functions that we specify in our models. Are at the moment only look at aggregates. But the research landscape in Europe is very diverse. There are very different ways in which individual countries are organizing research, and therefore I think it is necessary to look at a bit more closely what is successful, which countries are successful in doing this, and which countries may actually have some room for improvement. Antworten auf die noch offenen Fragen wollen die Wissenschaftler bis März 2019 liefern. Bis dahin ist das Projekt Frame im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon 2020 der Europäischen Union angelegt.